Willkommen nochmal in Istanbul. Wie lange ist das schon her, dass wir uns nicht mehr gesehen haben? Dass wir uns nicht mehr gesehen haben, ich glaube 4 Jahre. Zu meiner zweiten OP. Die erste ist 6 bis 7 Jahre schon her. 7 Jahre. 7 Jahre und du hast immer noch Haare. Ja. Das hat funktioniert, das ist schon mal ein gutes Anzeichen. Aber wie jeder Mensch sind wir ja auch und deswegen haben wir nie genug. Deswegen, nein, er macht jetzt keine dritte HT, aber wir haben heute mal eine besondere Mesotherapie. Das heißt, Exosom werden wir heute anwenden, um mal nochmal die vorhandenen Haare, die nicht richtig gewachsen sind oder noch schwach sind, die wollen wir anregen. Ja. Ansonsten bist du aber heute diesmal warum da? Nicht primär ist es ja nicht diese Behandlung, ne? Ja, nein. Ich habe darüber nachgedacht, mir die Augen operieren zu lassen, dass ich besser sehen kann, also ein Laser-OP. Genauso wie bei den Haartransplantationen. Ich sehe es immer so, ich investiere gern in eine Sache, die mir mein Leben lang hilft. Und gerade abgesehen von den Haaren natürlich, dass ich mir den Sinn bewahren kann, dass ich gut sehen kann. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Sonst habe ich Kontaktlinsen getragen, Brille habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Und jedes Mal, wenn ich die Kontaktlinsen rausmache, merke ich, was für ein Riesenunterschied das ist und was es bedeutet, nicht gut sehen zu können. Und das merkt man in vielen Lebenssituationen. Und jetzt einmal da zu sein, Geld zu investieren, das einmal zu machen und dann mein Leben lang gut zu sehen. Natürlich durchs Alter wird es dann wieder weniger, das ist logisch. Ja, aber schon fast ein dass Leben ich lang. jetzt 30, 40, 50 Jahre wieder richtig gut sehen kann, ist es mir auf jeden Fall wert. Und dann bist du hier Dienstag dran. Dienstag bist du dran, wir haben alles vorbereitet, da werden diverse Tests durchgeführt und im Anschluss werden wir dann die Behandlung auch durchführen. Aber heute bist du jetzt da nochmal, um uns zu zeigen, was wir geleistet haben, ob wir es gut oder schlecht gemacht haben wir gemeinsam nochmal bewertet. Ja, es ist gut, aber wie gesagt, wir wollen immer mehr herausschöpfen. Aber ich wollte nochmal zurück in die Vergangenheit, nochmal Erinnerungen wachwecken. Wie war dein Gefühl damals? Ne? Ja, du kennst ja unsere eigentlich alte Klinik, unser altes Büro. Und jetzt bist du hier, eine ganz andere Atmosphäre, denke ich mal. Und ich würde gerne auch nochmal, wie gesagt, wissen, wie nochmal die Erinnerungen wachwecken. Wie es insbesondere nach der ersten, weil dort ja auch der Vorderbereich verpflanzt wurde, ist ja dieser Before-After-Effekt verblüffend gewesen, ja, denke ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Also erstes Mal wollte ich auch nochmal sagen, ich freue mich total für euch. Man merkt, es ist immer ein Level up. Also es ist wunderschön hier bei euch. Und es ist auch wir versuchen uns auch nochmal zu verbessern, ne? Nicht nur die Technik. Spaß, ja. Nach der ersten OP, da bleibe ich auch bei der Meinung, ich glaube gerade Personen, die einen reduzierten Haaransatz haben, dass es nach hinten geht, das entfremdet das Gesicht ein bisschen, macht es älter und so weiter. Und ich glaube, für mich zumindest war es ein großer Gamechanger, eine neue Haarlinie zu haben. Das hat einfach das Gesicht eine neue Kontur gegeben. Ich denke, jeder, der sonst weniger Haare hat, kennt das, dass man oft Mütze trägt und so das verbirgt. Und dieses Mütze tragen ist eigentlich diese Haarlinie, die man sich wieder wünscht, weil das Gesicht wieder ein bisschen besser in Propositionen zum Körper bringt. Ja. Und ich muss wirklich sagen, selbst wenn man nicht die zweite OP macht und wirklich alles so Justin Bieber-mäßig aussieht von der Frisur, ist diese neue Haarlinie wahnsinnig großer Unterschied gewesen. Also ich konnte Kleidung wieder normal tragen, Anzüge mit so einem Haaransatz da weit hinten, das sieht nie wirklich gut aus. Du überlegst immer Glatze oder kein Anzug, aber zum Beispiel auch nie T-Shirts, sondern man versucht immer alles zusammenzubekommen mit Witze und so weiter. Ja, also das war ein riesengroßer Unterschied. Ich habe das in jeder Lebenslage gemacht. Also 2 Sachen sind mir jetzt aufgefallen. Erstens, dein Bart ist ja voll durchgewachsener Bart. Da hast du keinen Haarausfall, Gott sei Dank. Das ist viel schwieriger. Aber also du hast einen Vollbart. Ne? Also ich selber habe nicht so einen Vollbart. Aber und zweite Sache, der zweite Punkt ist, er sieht jünger aus als vor 7 Jahren. Wirklich. Also dein erster Effekt muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ganz klar, also du siehst nicht älter geworden aus. Ne? Damals sahst du wirklich auch älter aus. Ich habe leider auch Patienten gehabt hier, das möchte ich bei der Gelegenheit nochmal sagen. Ich habe gesagt, ey, bist du deine Frau und so, habe ich gesagt, nein, das ist meine Mutter. Ne? Also es waren so junge Männer mit ihrer Mutter da, die sahen aber fast so älter aus, so wie die Elternteile. Ne? Also deswegen kann ich dein Gefühl auch nachempfinden. Ich freue mich jetzt immer noch und wir werden heute auch nochmal versuchen, unser Bestes zu tun, was wir in dieser Situation nochmal machen können.
Und weil der hintere Bereich, da fehlt noch einiges Volumen, obwohl wir da schon ziemlich viel auch verpflanzt haben. Aber manchmal im hinteren Bereich wachsen die Haare nicht so erfolgreich wie vorne. Aber das soll nicht heißen, dass wir aufgegeben haben. Wir haben da ein paar Ideen und heute werden wir eine umsetzen. Das ist keine Haartransplantation, sondern eine Mesotherapie, eine ähnliche Therapie wie die Stammzelltherapie, welches sehr zigfach mal oder 100-mal mehr effizienter ist. Also die Angaben ohne Gewähr, um ein Gefühl zu geben, was das alles bringen kann. Und ich muss auch dazu sagen, das war ein Risiko, was ich wusste bei der zweiten OP. Ihr habt mich vorher ausführlich darüber informiert. Nummer 1, ich war sehr jung. Ich hatte ja schon mit 18 fast Glatze. Ja. Und das sieht man im ersten Video. Ich hatte hinten noch Haare. Die Linie vorne hat sich halt reduziert. Hinten hatte ich noch Haare. Deswegen haben wir auch bei der zweiten Operation nicht so viele Haare hinten transplantiert wie vorne. Und das, was man jetzt sieht, ist eigentlich eher das Resultat daraus, dass die Haare, die da waren, noch ausgefallen sind. Ja. Und ich bin jetzt 30, das ist da, wo die meisten eigentlich erst anfangen. Ja. Aber ich war so jung, als ich schon die Haare verloren habe. Und das hilft mir trotzdem, die 2 OPs jetzt, dass ich meine Haare zumindest so stylen kann, dass ich mir gefalle und dass ich rausgehen kann. Und jetzt freue ich mich natürlich auf das zweite. Ich freue mich auch, wenn er lächelt, ne? Weil wenn er lächelt, ist es ja ein sehr gut aussehender junger Mann, wie ihr seht. Damals sah er auch noch gut aus, aber jetzt haben wir ihm sein gutes Aussehen noch mehr ausgeprägt sozusagen, noch mehr in den Vordergrund gebracht. Ich bedanke mich herzlich, hat mich super gefreut, als ob ich wieder jemanden aus der Familie lange Jahre nicht gesehen habe und dann auf einmal jetzt hier nochmal sehe. Es hat mich super gefreut, ein Wiedersehen mit dir. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal nochmal. Ne? Ja. Ne? Also, liebe Grüße.